Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für ein leckeres Zwiebelsahnehähnchen mit Erbsen und Möhren. Dafür als erstes eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, dann 4 Hähnchen Brustfilets nebeneinander in die heiße Pfanne legen und für 4 bis 5 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze anbraten. Währenddessen auch ruhig schon mal mit einer sehr guten Prise Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Nebenbei bereiten wir dann die restlichen Zutaten vor: 2 bis 3 Möhren schälen sowie 2 große Zwiebeln abziehen. Cooper kommt dann natürlich auch noch mal schnell vorbei, um sich seine verdiente Möhre abzuholen. Die verbliebenen Möhren anschließend in dünne Scheiben oder Stifte schneiden und die Zwiebeln in dünne Streifen schneiden. Das Hähnchen danach einmal wenden, von der anderen Seite für weitere 4 bis 5 Minuten anbraten, ebenfalls mit Salz und Pfeffer würzen. Und wenn das erledigt ist, nehmen wir das Fleisch einmal kurz heraus, das Hähnchen kurz zur Seite stellen. Jetzt Zwiebeln und Möhren in die Pfanne geben, eventuell etwas Butter oder Öl nachgeben, falls nötig, und dann bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für 6 bis 7 Minuten ganz langsam anschwitzen, immer mal wieder umrühren. Für die Soße dann noch einen Mixbecher hernehmen, einen gehäuften Teelöffel Speisestärke hineingeben, außerdem je einen Teelöffel Knoblauchpulver, Oregano und süßes Paprikapulver, 200 ml Sahne dazu gießen, 400 ml Gemüsefond oder Fleischbrühe, alles einmal gut umrühren, und dann stelle ich noch etwa 200 Gramm Tiefkühlerbsen bereit. Sobald die Zwiebeln dann richtig schön glasig sind, kommt als erstes das Hähnchen wieder zurück in die Pfanne. Den ausgetretenen Fleischsaft könnt ihr ebenfalls dazu geben, die angetauten Erbsen dazugeben und zum Schluss die vorbereitete Soße. Danach alles einmal zum Kochen bringen, für ein paar Minuten cremig einköcheln lassen, und sobald das Hähnchen gar ist, können wir auch schon servieren. Zum Schluss eventuell nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken, dann vom Herd ziehen und beispielsweise mit gekochtem Reis servieren. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.